Public Storage ist der größte Betreiber von Selbstlagerungseinrichtungen in den USA, wurde schon 1972 gegründet und mit über 2500 Lagerstandorten in den USA und Europa ist man da auf jeden Fall ein sehr, sehr bekannter Markengarant hier in diesem Bereich und hat natürlich auch ein sehr, sehr bekanntes Branding mit diesem hübschen orangefarbenen Design. Und wir schauen heute einfach mal an, ob Public Storage langfristig interessant ist, gerade für Dividendeninvestoren und ob es sich lohnt, da aktuell vielleicht eine erste Position zu eröffnen. Wir sind jetzt hier auf der Webseite von Public Storage und wir sehen, ja, man hat diese klassischen Self-Storage-Garagen, wo man dann irgendwelchen Schrott einlagern kann, den man nicht akut im Haus braucht, aber auch Business Storage, also für irgendwelche Dokumente zum Beispiel, für Unternehmen, auch so Klimaräume, wenn man irgendwas Bestimmtes einlagern will, zum Beispiel Wein oder sowas, oder auch für Autos. Also man hat hier ganz viele verschiedene Möglichkeiten, einzelne Sachen, ja, sozusagen hier einzulagern. Und wenn wir mal hier so eine Property anschauen, in Los Angeles ist es jetzt hier der Fall, da sehen wir, die sehen immer ganz hübsch aus und das sind jetzt hier eben diese typischen blauen Rollläden, wo dann die Lagerfläche dahinter liegt. Und das sind halt immer solche wirklich abgesperrten Bereiche, wo man dann seine Sachen eben ja, hinterlegen kann, bzw. einlagern kann. Also sehr interessant. Und die kostet hier jetzt zum Beispiel so eine kleine, kostet $121 im Monat. Das ist so ein Online-Preis, also sieht man auch mal, was da sowas kostet. Jetzt in dem Fall natürlich in LA auch etwas teurer, aber auf jeden Fall sehr, sehr interessant, sowas mal zu sehen. Die haben auch relativ große Storage-Möglichkeiten, zum Beispiel kann man auch hier Boote einlagern lassen. Also da gibt es wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten, die Public Storage hier anbietet. Und wir schauen jetzt einfach mal, wie das letzte Quartal bzw. Die letzten Ergebnisse ausgeschaut haben und wie der Ausblick da jetzt geworden ist. Also besonders interessant, was man jetzt eigentlich erwartet für das nächste Jahr bzw. dieses Jahr, also den Rest des Jahres 2024. Und das ist jetzt hier dieser Outlook for the year ending December 31. 2024. Und hier ist jetzt die Guidance. Also man erwartet hier ein Umsatzwachstum von zwischen minus 1% und plus 1%, also zwischen den niedrigen und den hohen Erwartungen. Also da ändert sich fast nichts. Ist logisch. Dann haben wir hier ein Net Operating Income Growth, der soll zwischen minus 2,4 und 0,7% liegen, also auch sehr, sehr schwach. Fast keine Entwicklung. Und hier unten ist nochmal sehr, sehr relevant die Funds from Operations per Share, die natürlich am ausschlaggebendsten sind bei solchen REITs. Die sind hier nur bei 16,60 bis 17,20, also zwischen minus 1,7% und plus 1,8%. Also eine relativ, ja, auch relativ stabile Entwicklung hier. Also kaum Wachstum im Moment in diesem Jahr zumindest erwartet. Und das sagt uns jetzt zumindest mal, dass wir dieses Jahr hier keine weiteren besonderen Ergebnisse erwarten dürfen oder sollten. Aber grundsätzlich soll sich hier dieses Unternehmen weiterhin in so einer wirklich guten Marktposition bewegen. Ich habe jetzt hier mal als allererstes so einen kleinen Vergleich gestartet zwischen anderen bekannten Public Storage, Self-Storage REITs. Public Storage, Extra Space Storage, CubeSmart und National Storage Affiliate Trust. Das sind die vier größten. Der allergrößte ist Public Storage und dann kommt Extra Space. Die anderen zwei sind eher etwas kleiner. Wenn man sich hier den Total Return, also die ganzen Kursgewinne mit Dividenden inkludiert, anschaut, dann sehen wir, dass historisch gesehen Extra Space Storage auf 5 Jahressicht am besten gelaufen ist. Danach NSA, dann CubeSmart und dann erst Public Storage. Also Public Storage hier als am schlechtesten von der Performance tatsächlich. Und auch über einen langen Zeitraum, also auch in den Hypephasen, lief diese Aktie am schlechtesten. Naja, ist auch irgendwo klar, das ist der Marktführer, der hat die meisten Marktanteile. Und ja, also am besten ist in der Hypephase NSA hier gelaufen. Das ist auch der kleinste Player. Und der zweitgrößte wäre jetzt hier EXR. Die sind aber auch relativ gut gewesen. Im Moment haben wir einen Dividenden-Yield bei Public Storage von 4,3%.
Das ist im Vergleich, ja, Mittelmaß. Noch am höchsten ist NSA, also der kleinste REIT mit dem Dividenden-Yield. Und Storage hat den niedrigsten Yield, aber auch mit auch schon 4,09%. Wir haben hier überall so eine Payout-Ratio zwischen 70 und 90%, also ist auch okay. Und der CAGR, das Dividendenwachstum in den letzten 3 Jahren, lag bei allen zwischen 14 und 19,5% und das höchste Wachstum hatte hier Extra Space Storage. Auch im 5-Jahressicht war hier EXR am besten und man steigert hier auch schon seit 13 Jahren. Bei Public Storage, das werden wir nochmal genauer anschauen, dann bei der finanziellen Analyse, da hat man die Dividende schon ganz lange nicht mehr erhöht und das will man auch nicht. Also man hält hier die Dividende nur stabil. Wie sieht es mit der Bewertung aus? Da sehen wir hier zum Beispiel Enterprise Value zum EBITDA. Da hat im Moment Public Storage eigentlich eine relativ gute Bewertung von 18,91. NSA ist nochmal deutlich billiger mit 13,3, ist ja auch klar. Hier hat man deutlich mehr Risiko. EXR ist hier etwas höher mit 23, aber hat halt auch in den anderen Werten ja, bessere Bewertung, bessere Wachstumsaussichten. Und das sehen wir jetzt hier. Beim Umsatzwachstum erwartet man für PSA 5,44% und das ist auch der zweitbeste Wert. Nur Extra Storage soll deutlich besser wachsen mit 21%, aber das liegt auch daran, dass das EXR Live Storage mal übernommen hat. Also das muss man dann eigentlich hier noch rausrechnen. Und beim EBITDA-Wachstum sollen es hier 6% bei PSA sein und da wächst aber auch EXR hier besser. Aber im Vergleich zu den anderen beiden auf jeden Fall sind hier PSA und EXR die besseren REITs. Bei der Profitabilität, was die EBIT-Marge angeht, da hat PSA, Public Storage, tatsächlich die beste Marge und sonst, die sind aber sehr, sehr ähnlich, also sehr vergleichbar. Aber von der Marktposition her auf jeden Fall sieht man hier, dass PSA da noch ein bisschen gefestigter ist. Ja, wenn man die Verschuldung zum Free Cashflow sich hier im Vergleich mal anschaut, sieht man, dass Public Storage also die allerbeste Verschuldung hat, und zwar von nur 4,43. Am höchsten ist die von NSA. Das ist auch der Grund, warum man hier so einen Bewertungsabschlag hat. Und dazwischen wäre jetzt hier noch Extra Space Storage. Die haben 8,6. Aber da ist eben auch diese Übernahme von Live Storage natürlich mit drinnen. Also grundsätzlich sehr, sehr interessant. Wir wissen jetzt ungefähr, wo Public Storage da liegt. Also im guten Mittelfeld, würde ich sagen. Und hier sehen wir jetzt mal diesen absolut langfristigen Chart von PSA und sehen, dass der eigentlich relativ schön gelaufen ist, immer mal wieder tiefe Korrekturen hatte, wie zum Beispiel 2020 oder auch so 2008 in der Finanzkrise und natürlich jetzt zuletzt. Und wenn man diesen Chartkanal mal einblendet, sehen wir aber, dass wir uns am unteren Ende befinden und das natürlich jetzt eine interessante Einstiegsmöglichkeit vielleicht darstellen könnte. Ich habe jetzt hier mal eine wichtige Unterstützungszone eingezeichnet, die haben wir auch schon angelaufen. Grundsätzlich hier hübsch um das 61,8er Fibonacci Retracement. Und wenn wir uns jetzt hier diesen Wochenimpuls anschauen, der jetzt hier rausgegangen ist, mit dem wir den letzten Impuls durchgeführt haben, dann können wir hier nochmal ein kleineres Fib anlegen und sehen, dass wir hier wirklich wunderschön in diese grüne Zone rein sind, mit den wirklich vielen Unterstützungen hier, die auch nochmal hier drüben zum Beispiel eine Unterstützung hat. Und wir uns jetzt einfach daraus schön langsam loslösen. Grundsätzlich für mich interessant, wenn wir hier über diese 297 US-Dollar drüber kommen, also über diese kleine Range hier oben, die blaue Linie, die ich jetzt eingezeichnet habe, dann wäre hier auf jeden Fall nochmal deutlich Platz. Definitiv ist dann als nächstes wichtig, dass man über die 325 kommt und dann ist es eigentlich schon relativ stark geschafft. Also dann, sobald wir hier über die 320 drüber kommen, dann ist eigentlich noch oben alles relativ gut offen. Da gibt es nur noch so kleine Widerstände. Aber auf jeden Fall hier schon mal ein hübsches Einstiegssignal auf Wochenbasis geliefert. Und jetzt warten wir eigentlich nur noch ab, dass hier kurzfristig ein Ausbruch erfolgt. Also gefällt mir gut, da könnte man auf jeden Fall akut einsteigen. Jetzt gucken wir uns die Financial Performance einfach mal ganz genau an und gucken wir erstmal auf den Overview. Ja, Marktkapitalisierung habe ich ja schon gesagt, 50 Milliarden US-Dollar, im Moment ein Dividendenyield von 4,2%, also eigentlich auch relativ gut. Das Umsatzwachstum der Umsatz konnte immer weiter gesteigert werden, jedes Jahr
Sieht sehr, sehr schön aus. Net Income war zwischenzeitlich mal rückläufig, weil auch die Margen stark zurückgegangen sind im Vergleich zu Corona. Ist ja auch klar. Man hat hier 94,3% seiner Umsätze mit eben diesen Selbsteinlagerungsmöglichkeiten. Hier ist die Dividendenhistorie und wir sehen, dass die Dividend per Share nicht weiter gesteigert wurden, also immer so die 8 US-Dollar per Share. Hier ist die Verschuldung zum Free Cashflow und die Cash Equivalents. Und da sehen wir haben so einen Verschuldungsgrad von 3, aber das haben wir ja vorhin auch schon gesehen. Wenn man hier nochmal auf Statement ganz genau schaut, sehen wir, dass die Umsätze zuletzt von 2022 auf 2023 um 8% gewachsen sind und im Moment aber wirklich nur ganz leicht gesteigert werden konnten, auch also in 2024. Aber das haben wir ja auch in diesen Erwartungen in der Guidance feststellen können. Wenn man hier unten noch aufs Net Income schaut, dann sehen wir, dass das ein bisschen zyklisch ist, aber ist auch klar, wir sind ja auch ein REIT. Hier das EBITDA, das ist etwas deutlich aussagekräftiger. Und da sehen wir, dass auch hier ein leichtes Wachstum für dieses Jahr erwartet wird und man in der Vergangenheit aber wirklich sehr, sehr starke Ergebnisse hier auch einfahren konnte. Jetzt gucken wir mal auf die ausstehende Aktienanzahl und das finde ich jetzt hier besonders interessant, weil man hat seit 2017 bis 2023, also in den letzten 6 Jahren, nur 2 Millionen neue Aktien ausgegeben. Und das ist eigentlich sehr, sehr untypisch für einen REIT. Also normalerweise ist es ja der Fremdkapitalhebel, der hier die entscheidende Rolle spielt. Aber man hat ja eigentlich das gar nicht gebraucht. Man hat es auch geschafft, seine Marktposition so zu stärken und Umsatz zu generieren, etc. Also sehr, sehr schön zu sehen, dass hier tatsächlich der Aktionär eigentlich kaum ja, verwässert wird. Also interessant. Das sieht man sehr, sehr selten bei solchen REITs, muss man ganz klar sagen. Wenn man hier mal die Price-to-Cashflow-Ratio einbindet, dann sehen wir, dass wir historisch jetzt eigentlich relativ niedrig bewertet sind, mit so einem 16,5. Quartärlich sind wir sogar bei 15,85, also bewertungstechnisch im Moment absolut interessant. Wenn man hier die EBITDA-Marge anschaut, dann sehen wir, dass die eben jährlich gesehen ja relativ stark geschwankt ist, immer so ja, 60% mal über 70% und jetzt zuletzt bei 70% knapp lag und ein bisschen geschwächelt hat. Aber die ist auch gut und auch im Vergleich mit den Konkurrenten ist die stark. Hier sieht man mal die Dividende, da sind natürlich auch noch so ein paar Einmaleffekte mit drinnen. Dividende hier 3,95%. Hier ist sogar jetzt eine Steigerung mit drinnen mit 2023. Aber ich meine, dass das hier mal ein Einmaleffekt war, weil man hier mal so eine Special Dividend gezahlt hat. Genau hier ist eine Special Dividende mit drinnen. Muss man natürlich beachten, dass hier auch Spezialdividenden ausgeschüttet werden. Und hier ist jetzt tatsächlich eine Erhöhung zwischendrin gewesen, mal von 2022 auf 2023 hat man hier auch mal um 1 Dollar erhöht, aber man hat hier ganz historisch lange keine Erhöhungen durchgeführt und man ist da auch nicht so hinterher, sondern man möchte hier eigentlich eher eine stetige Dividendenausschüttung betreiben. Ja, wenn man die Earnings per Share sich anschaut, die sollen sich weiter steigern, aber sehr, sehr langsam. Die sind natürlich auch nicht besonders aussagekräftig. Wenn man hier den Umsatzwachstum, also die prognostizierte Wachstum für den Umsatz anschaut, dann sehen wir, der soll noch gut wachsen. Zwar jetzt im Jahr 2024 nur noch ganz leicht, eben mit diesen 1%, aber dann soll es weitergehen mit so 5%, ungefähr 5 bis 7% Umsatzwachstum jedes Jahr. Also auch schön, eigentlich völlig in Ordnung. Wir können jetzt hier nochmal ganz genau wenn wir hier den Free Cashflow noch schnell anschauen, beziehungsweise die Funds from Operations, da können wir auch sehen, ob das Unternehmen jedes Jahr mehr Geld verdient, beziehungsweise mehr zur Verfügung hat. Und da sehen wir, dass wir von 2017 bis 2023 wirklich wunderschön sowohl die Funds from Operations, also die FFOs und den Free Cashflow wirklich hübsch steigern konnten. Also wirklich ein sehr, sehr stabiles Business, überhaupt nicht zyklisch, gefällt mir wirklich gut. Also grundsätzlich finde ich die fundamentale Ansicht bzw. Fundamentaldaten von PSA wirklich interessant. Das ist ein gutes Unternehmen. Klar, wir haben hier auch eine lange Seitwärtsphase drinnen von 2015 bis hier 2020. Ist ein langsamer Chart einfach, wo man halt auch ein bisschen eine Durststrecke manchmal hat. Aber man muss auch sagen, man bekommt hier 4,5% Dividende, sowas um den Dreh. Also sehr, sehr interessant auch dann für eine langfristige Gesamtperformance. Und wenn man hier mal die Dividenden mit einblendet, dann sieht man auch, wie stark
die Aktie gelaufen ist, hier von 2020 auf 22. Und eigentlich, da ist ja die Korrektur ein Witz im Vergleich zu dieser starken Rallye hier. Ja. Nur wenn man die Dividenden ausblendet, dann sieht es ein bisschen schlechter aus. Aber in meinen Augen sehr, sehr interessant. Und wer sich dafür interessiert, sollte auf jeden Fall noch Extra Space Storage anschauen, ob die nicht vielleicht auch was sein könnten und die mal ganz genau vergleichen. Also einer der beiden wirklich sehr, sehr interessanter Pick. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Abo da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao.